Also, wir haben hier die Herausforderung gehabt, dass wir hier drinnen das Lager schmieren. Das braucht sehr viel Druck. Und damit wir können mit dem Impuls arbeiten können, den man eigentlich bei minus 10 Grad höchstens einsetzen kann. Und wir hier im Winter doch zum Teil tiefere Temperaturen haben wir es sehr so, wenn man ein Gebrirohr einpackt mit einer Isolation. Das heisst, der Spender wird so ganz normal den Impuls füllen. Der tut nachher, sobald das der voll ist, mit Hochdruck das Ganze weiterfetten. Und damit das im Winter gut überlebt, tun wir hier jetzt eine Schutzkappe drüber, Isolation und dann nachher mit dem Gebrirohr wieder schützen.